Kennst du das? Deine Alocasia wird von dir bewundert, mit deiner ganzen Liebe gepflegt, aber mehr Blätter will die einfach nicht bekommen. Und dann kommt endlich ein neues Blatt. Zeitgleich werden aber auch ein oder zwei ältere Blätter abgeworfen. Und so richtig viele Blätter hat deine Pflanze einfach nicht. Warum deine Pflanze nicht einfach mehr Blätter bekommt und was du dagegen machen kannst, das verrate ich dir jetzt. Hi, ich bin Glenn, habe hunderte Zimmerpflanzen und glaube fest daran, dass jede Person einen grünen Daumen hat und möchte dir mit meinen Videos helfen, auch deinen grünen Daumen zu entdecken. In diesem Video verrate ich dir 7 Gründe, warum deine Alocasia nicht einfach mehr Blätter bekommen will. Unterstützt wird dieses Video übrigens von Let's Grow und warum du nach diesem Video Bakterien super cool finden wirst, das verrate ich dir gleich. Damit dir all diese Tipps überhaupt helfen, warum hat deine Alocasia nicht einfach viele Blätter? Warum macht sie das? Oder eher, warum macht sie das nicht? Es ist ein ganz natürlicher Prozess, dass deine Alocasia mit der Zeit das unterste, also das älteste Blatt beginnt abzuwerfen, so wächst eine Alocasia einfach. So kannst du zum Beispiel bei dieser Alocasia sehr gut sehen, auch wenn es der nicht blendend geht, das hier ist das neueste Blatt, dem Blatt hier geht es am besten und mit der Zeit beginnen die Blätter herunterzuhängen, bis sie dann irgendwann anfangen zu verschrumpeln. Auch bei einer Alocasia, der es so richtig gut geht, wirst du mit der Zeit sehen, dass das untere Blatt abgeworfen wird und das ist vollkommen okay. Deiner Pflanze geht's blendend. So ein gelbes Blatt stört deine Pflanze wirklich gar nicht. Es stört, wenn dann nur dich und ich würde dir persönlich dazu raten, lass so ein hängendes Blatt an deiner Pflanze dran und auch wenn es gelb wird oder immer schrumpeliger, mach's erst ab, wenn es fast von alleine abfällt. So hat deine Pflanze einfach noch Zeit, die ganzen Nährstoffe aus dem Blatt rauszuziehen und erst wenn das Blatt fast von alleine abfällt, dann machst du es ab. Angenommen, du bekommst allerdings Besuch und möchtest, dass deine Pflanzen so gut wie möglich aussehen, dann kannst du so ein herunterhängendes, gelbes oder schrumpeliges Blatt doch einfach schon vorzeitig entfernen. Deiner Pflanze wird es nicht schaden. Dass eine gesunde Alocasia ab und an mal ein Blatt abwirft, ist ja ganz natürlich. Allerdings, wenn es deiner Alocasia nicht so gut geht, wird sie beginnen, mehr Blätter abzuwerfen, als sie neue bekommt. Und dafür ist diese Alocasia hier das perfekte Beispiel. Nur dieses obere neue Blatt, das steht komplett aufrecht. Alle anderen Blätter beginnen entweder zu hängen, so wie dieses oder auch diese beiden Blätter, oder sind wie dieses Blatt hier schon komplett schrumpelig. Bei einer Alocasia, der es so richtig gut geht, wirst du bemerken, wie fit und prall sich die Blätter anfühlen und dass auch nur wirklich wenige Blätter beginnen zu hängen. Die meisten Blätter stehen fast noch aufrecht. Bei einer Alocasia, der es nicht so gut geht, ja, ist es halt das Gegenteil. Nach vielen Nachrichten und auch Kommentaren, die ich schon gelesen habe, gibt es eine Sache, die fast bei jeder Alocasia geändert werden kann und das ist dein Gießverhalten, denn wahrscheinlich jede Alocasia freut sich darüber, wenn das Substrat immer feucht, aber niemals nass ist. Das denke ich mir jetzt übrigens nicht aus, sondern ich habe bei jeder Alocasia, die ich besitze, ihren natürlichen Lebensraum recherchiert und festgestellt, dass alle Alocasien einen heißen, feuchten Lebensraum bevorzugen, in dem es ganzjährig regnet. Lass also die Erde oder das Substrat deiner Pflanze niemals austrocknen. Und falls du dir so einen Lebensraum nicht vorstellen kannst, sieht das so aus, wenn du durchläufst. Meist rutschiger Boden, der Schweiß läuft dir schon nach einer Minute gehen den Rücken runter und jeder Zentimeter ist mit Pflanzen bedeckt. Der Boden ist dabei so gut vom Sonnenlicht abgeschirmt, dass selbst nach einigen Tagen ohne Regen der Boden immer noch nicht trocken wird. Problem ist nur, dass Blumenerde für deine Alocasia leider nicht passend ist, in der wird sie dir nur verkauft, weil sie so in der Produktion billiger ist. Wähle eine grobe Erde oder ein grobes mineralisches Substrat, wie zum Beispiel meinen Green Jungle Mix. Und wenn du dich für ein mineralisches Substrat entscheidest, kannst du zusätzlich auch noch selbstbewässernde Töpfe verwenden und weißt dann immer ganz genau, ob und auch wann deine Pflanze gegossen werden muss. Wie du deine Alocasia perfekt umtopfst. Dafür habe ich auch noch genau das richtige Video für dich, in dem ich dir verrate, was ich mit jeder Alocasia mache, die neu bei mir ankommt und dir eine Entscheidungshilfe gebe, ob Erde oder ein mineralisches Substrat für dich perfekt geeignet ist. Was ich super spannend finde, die meisten Alocasien, nach denen ich gefragt werde, werden viel zu oft gegossen oder stehen regelrecht im Wasser. Grobe Erden oder auch Substrate helfen da wirklich richtig gut. Bist du eher eine Person, die die Pflanzen gerne übergießt? Du vergisst eher das Gießen oder willst deine Pflanzen auch mal für 1 oder 2 Wochen nicht gießen? Dann sind Selbstbewässerungssysteme mit mineralischen Substraten für dich genau richtig geeignet. So kannst du nämlich, wenn du nach 2 Tagen direkt schon wieder mit der Gießkanne vor deinen Pflanzen stehst, sofort sehen, deine Pflanze braucht noch kein Wasser. Du wirst aber auch gleichzeitig an das Gießen erinnert, wenn der Wasserstandsanzeiger ganz nach unten rutscht. Oder kannst auch mal entspannt für 1 bis 2 Wochen in Urlaub gehen, ohne dir direkt Sorgen darüber zu machen, wer denn deine Pflanzen gießt. Wenn du immer dran denkst, deine Pflanzen zu gießen, dann kannst du dich entscheiden, ob eine Erde oder ein mineralisches Substrat für deine Pflanzen besser geeignet ist.
Und dann sorgst du nur noch dafür, dass der Boden deiner Pflanze niemals austrocknet. Und jetzt, da deine Pflanze immer ausreichend Wasser von dir bekommt und die Wurzeln mit Sauerstoff in Kontakt sind, kann es endlich weitergehen. Da zu feine Erde Wurzelfäulnis begünstigt und das einer der Hauptgründe ist, warum Alokasien in einem Zuhause die Kraft fehlt, noch mehr wunderschöne Blätter zu bekommen, wollte ich das direkt schon von Anfang an mit dir lösen. Willst du wissen, ob Wurzelfäule der Grund für wenig Blätter ist, dann zieh einfach mal an deiner Pflanze oder riech an der Erde, die Erde riecht gerade fantastisch. Und dann siehst du noch an der Pflanze, die sitzt hier wirklich richtig fest im Topf und bei der liegt es an Wurzelfäule. Nein, auch die sitzt richtig fest im Topf. Und so weiß ich direkt, um Wurzelfäule muss ich mir bei den beiden Pflanzen keine Sorgen machen. Wenn du jetzt allerdings deine Pflanze anfasst, die Erde vielleicht sogar stinkt und du die Pflanze einfach aus der Erde rausziehen kannst, dann faulen bei deiner Pflanze die Wurzeln. Wenn das so ist, dann holst du die Pflanze aus dem Topf raus, entfernst die alte Erde oder das alte Substrat und bewurzelst deine Pflanze neu. Achte auf jeden Fall darauf, die alte Erde dann zu entsorgen, wenn da Wurzelfäule drin war, denn in dieser Erde ist immer noch Wurzelfäule drin und wenn du die für eine neue Pflanze verwendest, könnte auch diese neue Pflanze Wurzelfäule bekommen. Während du dir die Wurzeln deiner Pflanze anguckst, ich dir die Daumen drücke, dass deine Pflanze keine faulen Wurzeln hat, du deine Pflanze dann direkt wahrscheinlich umtopfst, achte auf jeden Fall auf kleine Knollen, die so ein bisschen aussehen wie ein getrockneter Kaugummi. Damit kannst du deine Alocasia ganz leicht vermehren und dir richtig viele kostenlose Pflanzen züchten. Wenn du wissen willst, wie du das Schritt für Schritt machst, ich packe dir mal unser Buch Grow Your Jungle in die Videobeschreibung und in diesem Buch zeigen dir meine beste Freundin und ich, wie du 20 Zimmerpflanzen so schnell und erfolgsversprechend wie möglich ganz leicht vermehrst. Unser Buch ist ein absolutes Herzensprojekt und ich bin schon unglaublich gespannt, von dir zu erfahren, wie du dieses Buch findest. Den Link zum Buch findest du in der Videobeschreibung und während du in der Videobeschreibung noch nach dem Buch guckst, verrate ich dir noch mehr Gründe, warum deine Alocasia einfach nicht mehr Blätter rausrücken will. Ich starte mit 3 Dingen, von denen du auf jeden Fall schon mal gehört haben solltest, auf die du aber nur bedingt Einfluss hast. Aber wenn du diese 3 Dinge kennst, kannst du viel besser abschätzen, wie es deiner Pflanze eigentlich gerade geht. Die wahrscheinlich wichtigste Sache, von der du schon mal gehört haben solltest, sind Jahreszeiten. Und ja, das klingt jetzt vielleicht für dich selbstverständlich, für so eine Alocasia allerdings nicht. Denn dort, wo die herkommt, sind immer beste Temperaturen, beste Luftfeuchtigkeit und immer genug Regen. Bei dir im Zuhause findet deine Alocasia Jahreszeiten also erstmal so richtig doof. Weniger Lichtstunden, weniger Luftfeuchtigkeit. Dafür ist sich deine Pflanze viel zu schade und reagiert erstmal direkt mit 2 hängenden Blättern. Im Gegensatz zum öffentlichen Nahverkehr weißt du, dass jedes Jahr der Winter kommt, es draußen rutschig wird und kannst dich ganz genau darauf einstellen, dass deine Alocasia irgendwann mal im Jahr Blätter hängen lassen wird. Und dann hast du 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1, du nimmst es hin und wartest dann darauf, dass deine Pflanze im Frühling wieder mehr Blätter bekommt. Oder Möglichkeit 2, du gibst deiner Pflanze eine Zusatzlampe. Auch liebt es deine Hängeblattpflanze, wenn in deinem Zuhause immer angenehme 17 Grad Celsius sind. Und zwar immer. Und im Idealfall sind sogar 21 Grad Celsius und das auch nachts. Und je nachdem, wie nah da deine Pflanze an einem Fenster steht, kann das auch dazu führen, je nachdem wie gut dein Fenster isoliert ist, dass halt deine Pflanze in der kälteren Jahreszeit auch mal unter 17 Grad Celsius abbekommt, was dann zu einem verringerten Wachstum führt, also dazu, dass deine Pflanze weniger neue Blätter bekommt, als sie freudigst abwirft. Und jetzt stell dir mal vor, dass deine Pflanze so richtig schön wächst oder sie halt zumindest am Leben bleibt und du beschließt, deine Pflanze umzutopfen, damit sie noch schöner wächst. Wie konntest du nur? Und schon tut deine Alocasia so, als wäre das die schlimmste Schlussfolgerung deines Lebens gewesen. Und das, obwohl die Pflanze hätte wirklich dringend umgetopft werden müssen, überall Wurzeln sind und sie fast umgefallen wäre. Sehr oft muss so eine Alocasia einfach nicht umgetopft werden und selbst wenn deine Pflanze von dir umgetopft wird sie dir nicht dankbar sein, denn die Alocasia ist eine der wenigen Pflanzen, die ihr Glück in deinem Zuhause erst noch erkennen muss. Es ist absolut okay, wenn deine Pflanze direkt nach dem Umtopfen das eine oder auch andere Blatt abwirft oder auch Blätter, die zunächst schön groß waren, erstmal wieder ein bisschen kleiner werden. Alles okay, völlig normal. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, dass du deiner Pflanze beim Umtopfen gerade ein Downgrade gegeben hast und es ihr eben nicht so gut geht. In 90% der Fälle geht es deiner Pflanze gut, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass halt bei deiner Pflanze gerade irgendwas nicht so gut läuft und die hängenden Blätter eigentlich heißen, handle sofort. Meist ist das Umtopfen an sich, egal wie gut du es machst, schon Grund genug. Was du allerdings machen kannst, damit es deiner Pflanze nach dem Umtopfen direkt besser geht, beginne 2 Wochen vor dem Umtopfen damit, deine Pflanze mit Bakterien einzusprühen. Und dafür brauchst du Phytobakt von Let's Grow. Wenn du deine Pflanzen mit Phytobakt einsprühst, werden deine Pflanzen entspannter, gesünder und können mehr ab.
Wenn du meine Videos schon kennst, dann weißt du bestimmt, wie unglaublich gern ich mehr über Pflanzen lerne, aber nicht immer sind die neuesten Erkenntnisse auch auf mein Zuhause zu übertragen, denn nicht alles, wovon ich lese, lässt sich auch kaufen. Das ändert Let's Grow, denn hier ist ein Bakterienstamm drin, der für dich, deine Haustiere oder auch Insekten vollkommen ungefährlich ist, aber dein Zimmerpflanzen, dein Pflanzen auf dem Balkon oder auch im Garten extrem helfen wird. Dieser Bakterienstamm ist nach dem aktuellen Wissensstand am effektivsten, wenn es darum geht, das Wachstum deiner Pflanze zu fördern, aber auch die Stresstoleranz zu erhöhen, weshalb ich dir dieses Mittel auf keinen Fall länger vorenthalten kann. Sei es Trockenheit, Versalzung, Viren, bakterielle Erkrankungen oder auch einfach nur das Umtopfen, sprüh deine Pflanzen mit Phytobakt ein und deine Pflanze wird besser damit klarkommen. Wann immer ich meine Pflanzen einsprühe, die Produkte von Let's Grow sind mit dabei und wenn auch deine Pflanzen von den neuesten Erkenntnissen profitieren sollen, findest du einen Link zum Produkt und auch einen Rabattcode direkt in der Videobeschreibung. Hat deine Alocasia nicht so viele Blätter, bedeutet das ja jetzt nicht, dass die demnächst abnippelt. Es geht dir also nicht richtig schlecht. Aber so richtig gut geht sie eben auch nicht, wenn deine Pflanze 4, 3 oder noch weniger Blätter hat. Deine schönste Pflanze passt sich nämlich den Bedingungen in deinem Zuhause an und wenn die Bedingungen in deinem Zuhause wirklich richtig perfekt sind, dann kann so eine Alocasia problemlos 10 Blätter oder auch mehr bekommen. Schreib unbedingt mal in die Kommentare, wie viele Blätter eigentlich gerade deine Alocasia hat, denn ich glaube, es gibt viele Personen, die sich Gedanken um ihre Alocasia machen und ich verspreche dir, bei der Alocasia, da sitzen wir alle im selben Boot. Mit jedem Blatt, was deine Pflanze weniger hat, sagt dir deine Pflanze, hey, okay, das wird schon noch und ich halte hier die Stellung, pfleg du mich mal einfach normal weiter. Auch 5 Blätter sind noch absolut okay. Nicht immer hat eine Alocasia in der freien Natur mehr als 5 Blätter. Erst ab weniger als 5 Blättern bedeutet es, dass deine Pflanze an deiner Pflege extremes Verbesserungspotenzial sieht. Deine Pflanze sagt dir sogar ganz genau, wie viel Verbesserungspotenzial da ist. Du ignorierst es nur gekonnt. Achte mal darauf, wie viele neue Blätter deine Alocasia bekommt und dann vergleich das mal mit den Blättern, also den unteren Blättern, die sie gerade abwirft. Wirft deine Pflanze mehr Blätter ab, als sie neue bekommt, dann geht es deiner Pflanze gerade schlecht und sie kämpft. Diese Pflanze hier, die hat zum Beispiel ein richtig schönes neues Blatt bekommen, aber dafür eben halt doch 3 Blätter abgeworfen. Und wenn du sowas siehst, musst du unbedingt handeln. Und nur mal ganz so am Rande, angenommen deine Pflanze beginnt auch das neueste Blatt abzuwerfen, das wird jetzt zum Beispiel gelb oder beginnt herunterzuhängen, dann würde ich gedanklich nochmal zum Punkt mit den faulenden Wurzeln gehen und sofort handeln, denn das wäre super kritisch und hier musst du auf jeden Fall ganz schnell was tun, damit es deiner Pflanze wieder besser geht. Bekommt deine Alocasia für jedes abgeworfene Blatt genau ein neues Blatt, dann müsstest du nicht handeln, kannst es allerdings und wenn sie für jedes abgeworfene Blatt 2 neue Blätter bekommt, dann geht es deiner Alocasia richtig gut und dann lehn dich einfach zurück. Genau das möchtest du erreichen, also dass deine Pflanze mehr Blätter bekommt, als sie beginnt abzuwerfen, denn dann wird deine Pflanze beginnen, richtig viele wunderschöne Blätter zu haben. Den wichtigsten Grund und auch die Gründe, auf die du nur bedingt Einfluss hast, die kennst du jetzt schon, aber es gibt noch mehr Gründe, die dafür sorgen, dass deine Alocasia einfach nicht genug Blätter bekommt und genau die verrate ich dir jetzt. Wie gefällt dir eigentlich dieses Video bisher? Ein Abo und auch ein Daumen hoch unterstützen mich wirklich riesig und ich habe mal gehört, wenn du diesen Kanal sofort abonnierst, dass deine Alocasia mehr Blätter bekommt. Probier's doch mal aus. Weiter geht's also mit den 3 Gründen, die du auf jeden Fall kennen musst, denn du kannst sie auf jeden Fall beeinflussen und ich starte direkt mal mit der Blüte deiner Pflanze. So eine Alocasia bekommt wunderschöne Blütenstände und ich freue mich jedes Mal, wenn ich einen Blütenstand an meiner Pflanze sehe. Allerdings frage ich mich dann, was mag ich mehr? Den Blütenstand oder die Blätter? Denn beides bekommst du bei einer Alocasia leider nicht. Wenn du also möchtest, dass deine Pflanze so viele Blätter wie möglich hat, kannst du die Blütenstände abschneiden und wenn du dich einfach nur mal an dem Blütenstand erfreuen wirst, dann lass den Blütenstand dran. Es kann nur dazu führen, dass die Pflanze mehr Energie in den Blütenstand steckt, als in die Bildung neuer Blätter. Du hast jetzt den Blütenstand einfach mal abgeschnitten und deine Pflanze bekommt trotzdem nicht mehr Blätter? Dann würde ich mich fragen, dünge ich meine Pflanze? Und wenn ich sie dünge ich sie richtig? Düngst du deine Pflanze noch nicht, kannst du das super leicht ändern, indem du beginnst, deine Pflanze zu düngen. Und hier suchst du einen Dünger mit einer möglichst langen Zusammensetzungsliste, wo nicht nur NPK, also Stickstoff, Phosphor und Kalium drin ist, sondern noch so viele weitere Zusätze wie möglich, damit deine Pflanze so viele Nährstoffe bekommt, wie sie eben zum Wachstum braucht. NP und K reichen übrigens nicht langfristig aus, damit deine Pflanze immer gesund bei dir wachsen wird.
Deswegen ist eine lange Zusammensetzungsliste so unglaublich wichtig. Und wenn du dich dann für einen Dünger entschieden hast, dann starte bei deiner Pflanze mit der Hälfte der empfohlenen Düngermenge. Und hast du dich dann mit dem Thema Dünger ein bisschen mehr auseinandergesetzt, sieh dir auf jeden Fall meine Videoreihe zu meiner Düngeroutine an. Düngst du übrigens deine Pflanze, sie wächst aber trotzdem nicht, würde ich mich fragen, dünge ich sie zu viel, zu wenig oder stimmt vielleicht das beim pH-Wert nicht? Denn angenommen, der pH-Wert des Bodens stimmt nicht, dann kann es sein, dass deine Pflanze zwar von dir gedüngt wird, die Nährstoffe aber einfach nicht bei der Pflanze ankommen und das, obwohl du sie düngst. Aber auch der Standort bestimmt, wie gut es deiner Alocasia in deinem Zuhause geht. Bei mir heißt das zum Beispiel, meine Pflanzen wachsen am besten 1 bis 2 Meter entfernt von meinen Südfenstern und das würde genau hier enden, wo ich stehe. Weiter nach da würde bedeuten, dass die Pflanze nicht ausreichend viele Blätter bekommt und näher ans Fenster ran würde bei mir bedeuten, dass die Pflanzen die ganze Zeit Spinnmilben haben. Da dieser Standort, den die Alocasia am allerliebsten hat, allerdings auch der Standort ist, den ich benötige, um meine Vorhänge zu öffnen, um mein Fenster aufzumachen oder um mich frei in meiner Wohnung bewegen zu können, habe ich allerdings begonnen, meine Pflanzen auch vermehrt unter Pflanzenlampen zu stellen, damit ich halt auch in meiner Wohnung wohnen kann. Den perfekten Standort einer Alocasia in einem Zuhause zu finden, das kann dauern und auch bei mir hat es Jahre gedauert, denn jedes Mal, wenn du deine Pflanze irgendwo hinschiebst, willst du deiner Pflanze ja auch erstmal ausreichend Zeit einräumen, denn erst einmal, allein weil du sie bewegt hast, wird sie Blätter abwerfen und erst dann wird sie dir zeigen, ob sie das, was du da gerade gemacht hast, gut findet. Schiebst du deine Alocasia zu schnell einfach überall hin und her, dann wird sie halt mit der Zeit nur noch ein Blatt haben, weil sie jedes Mal, wenn du sie bewegt hast, erstmal dramatisch reagiert. Gib ihr also auf jeden Fall Zeit und beobachte deine Pflanze und entscheide dann, ob dieser Standort besser oder schlechter ist. Verliert deine Pflanze mehr Blätter als vorher? Dann schieb sie vielleicht wieder zurück und guck nochmal in der Umgebung von dem vorherigen Standort. Bekommt deine Pflanze hier allerdings mehr Blätter, dann bist du auf einem richtig guten Weg und kannst entweder gucken, ob du den Standort noch besser bekommst oder du lässt sie einfach da. Achte auf einen Standort in deinem Zuhause, der gleichbleibende Bedingungen und ein wenig Sonne ermöglicht. So ein perfekter Standort in deinem Zuhause ist wahrscheinlich nicht weiter als 3 bis 5 Meter von einem Fenster entfernt. Und da dein Zuhause ja eher so ist, als wäre es eine dunkle Höhle, ist der perfekte Standort eher vor als neben einem Fenster. Oder du stellst deine Pflanze einfach unter eine Pflanzenlampe und schon kannst du so eine Alocasia wirklich in jede schattige Ecke in deinem Zuhause stellen. Wenn alles aus diesem Video passt, aber deine Pflanze trotzdem einfach nicht mehr Blätter bekommen will, dann hat deine Alocasia wahrscheinlich Schädlinge. Am häufigsten treten Tripse und auch Spinnmilben bei deiner Alocasia auf. Und weil ich jetzt einfach mal manifestiere, dass es deiner Alocasia so richtig gut geht und sie top gesund ist, findest du alle Tipps, wie du Spinnmilben und auch Tripse beseitigst, in der Videobeschreibung. Bei einer Alocasia sehen übrigens Tripse richtig typisch so aus. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob deine Alocasia Spinnmilben hat, dann besprühe das Blatt mal auf der Vorder- und auch Rückseite und such nach spinnnetzähnlichen Strukturen. Wenn du ganz genau weißt, welcher Schädling deiner Pflanze zu schaffen macht, kannst du zielsicher eingreifen. Schreib gerne mal in die Kommentare, wie es gerade um deine Alocasia steht und schreib gerne mit dazu, wie viele Blätter deine Alocasia gerade hat und wie wär's, wenn wir uns in einigen Monaten nochmal in diesem Video verabreden und du ein kleines Update gibst, wie es deiner Alocasia jetzt geht. Jetzt, wo du diese 7 Tipps kennst, damit deine Alocasia endlich mehr Blätter bekommt, willst du doch bestimmt wissen, wie du deine Pflanze ganz einfach vermehrst? Denn was ist besser als eine Pflanze? Ja, genau. 4 Pflanzen und das ohne einen Cent auszugeben. Und wenn du wissen willst, wie ich bereits hunderte Alokasien vermehrt habe, dann sieh dir direkt das nächste Video an. Bevor du aber ins nächste Video springst, lass unbedingt noch ein Abo und auch einen Daumen hoch da, denn das unterstützt meinen Kanal wirklich sehr. Bis gleich im nächsten Video. Ciao, Kakao!